Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute kümmern wir uns um den Lavendelschnitt. Wie ihr seht, sind die Blüten schon alle geöffnet und zum Teil sogar schon verblüht. Das ist eigentlich relativ erstaunlich für diese Jahreszeit. Wir haben jetzt Mitte Juni und eigentlich sollte die Erntezeit erst im Juli bzw. August beginnen. Aber durch den warmen Frühling haben sich die Pflanzen sehr toll entwickelt und sind jetzt schon reif. Wenn es um die Ernte bzw. den Rückschnitt vom Lavendel geht, hört man immer von der 1/3-2/3-Regelung. Das bedeutet so viel, als dass man im Frühling, bevor die Pflanze wirklich mit dem Wachstum beginnt, 1/3 zurückschneidet und im Sommer bei der Ernte 2/3 entfernt. Ich habe hier ein etwas anderes System und das werde ich euch dann gleich zeigen. Meine Lavendelerntemethode zielt darauf ab, nur die Blütenstände zu entfernen und den Rest der Pflanze eigentlich unangetastet zu lassen. Der Gedanke dahinter ist, dass die Pflanze dann eventuell noch einen zweiten Blütenstand ausbilden kann, sodass sich der Ertrag verdoppelt. Den Hauptrückschnitt mache ich im Herbst. Ist etwas ungewöhnlich, aber ich denke mir, dass die Pflanze, wenn sie weniger Material zu versorgen hat, besser über den Winter kommt. So, und nun ran an die Gartenschere und ab an die Arbeit. Hier seht ihr mal ein paar Blütenstände des Lavendels. Wie ihr erkennen könnt, sind oben die Blüten, dann gibt es einen langen Stiel mit nur vereinzelten Blättern und hier unten beginnt dann die Hauptpflanze. Und dieser ganze Bereich hier, samt Stiel, wird nun zurückgeschnitten. Und das mache ich nun für alle Blütenstände, die ich so finden kann. Sobald genügend Stiele geerntet sind, werden sie ungefähr auf gleiche Höhe gebracht und mit einem Stück Garn zusammengebunden. Das Binden kann ruhig ziemlich fest erfolgen, weil die Stiele nachher austrocknen und somit an Volumen verlieren. Wenn man zu locker bindet, dann fallen die Stiele und Blütenstände nachher aus dem Knäuel. So, verknotet und fertig. Bereit, aufgehängt zu werden und zu trocknen. Zur Trocknung hänge ich die Lavendelsträußchen ins Gewächshaus. Hier haben sie hohe Temperaturen und trotzdem eine halbwegs brauchbare Luftfeuchtigkeit, dass der Trocknungsprozess dann nicht zu schnell vonstatten geht. Einfach wieder anbinden, einen halbwegs stabilen Knoten machen und fertig. So, das ist nun der Ertrag der ersten von meinen 6 Lavendelpflanzen. 4 Sträußchen und ich finde, das ist ein ganz passables Ergebnis. So, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter schnibbeln und die restlichen Blüten ernten. Wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt natürlich dieses Video auch überall teilen, wo es um die Ernte von Lavendelblüten geht. Ich wünsche euch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.